Wir haben hier diesen Fluss, wir haben jetzt hier so eine Strömungskante, so eine Mini. Dahinter haben wir echt einen beruhigten Bereich. Totaler Hotspot, sieht man jetzt schon. Das ist der Köder. Ja, nächster Fisch. Wieder auf die passive Route. Der rupft richtig in der Route. Ich denke, das ist ein dicker Barsch. Ein richtig dicker Barsch. Wahnsinn. Was für Trümmer. Moin Leute, ich darf euch herzlich begrüßen. Wir sind hier heute an einem richtig krassen Gewässer. Nee, Spaß, wir sind hier an einem richtig kleinen Gewässer. Richtig unscheinbarer Fluss. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie man auch an einem ganz stinknormalen, einfachen Fluss, den jeder von euch im Verein hat, richtig gute Fische fangen kann. Viel Spaß. So, Olli, hol die Waffen raus. Ich hol die Waffen raus. Route von Cresta, muss heute richten. Hier habe ich mir ganz normale Regenwürmer aus dem Garten habe ich mir geholt. Kleine für den Haken. Da ist schon Wurm abgehauen hier in den Maden. Hier die Wurmbox von Cresta, da habe ich meine Würmer mit reingetan. Ich wollte recht viele Würmer mit. Ich wollte heute viel Würmer schnibbeln, ins Futter mit rein. Das müssen so 800 Gramm Würmer sein. Wenn wir die heute komplett wegkriegen, dann war der Tag gut. Die Montage habe ich schon dran. Ich bin noch vom letzten Mal dran geblieben. Das ist eine ganz normale Durchlaufmontage. Wir haben hier den Wirbel mit so einer kleinen Perle. Dann hier von Cresta sind das hier diese langen Stopper. Die sind echt genial. Die halten dann das Vorfach perfekt von der Perle weg. So vertüttelt sich das nicht. Also ich habe da echt wenig Probleme mit. Und dann so einen kleinen Mikrowirbel, ne? Um den Drall nochmal aus der Schnur rauszunehmen. Ganz einfache Montage. So Leute, ist alles aufgebaut. Ich habe mich hier ganz bewusst an diese Stelle besetzt. Wir haben hier diesen Fluss. Der hält so ein bisschen die Strömung auf. Dahinter haben wir echt einen beruhigten Bereich. Totaler Hotspot, sieht man jetzt schon. Ja, ich fange an. Ich fange noch nicht an zu füttern. Ich möchte gucken, ob hier ein paar Standfische stehen, ob hier schon Fische, weil es ist ja schon ein Hotspot, ob da schon Fische stehen. Wenn ich da jetzt anfange, 3-4 Körbe Futter reinzuknallen, dann sind die natürlich weg. Dann probiere ich das erstmal ganz vorsichtig mit einem kleinen Birnenblei und einem Wurm, da nicht schon ein Fisch steht. Kommt hier einfach an der Stelle von dem Futterkorb dran. Dann suche ich mir noch hier einen Haken aus, dem passenden. Einfach hier den 10er von Gamakatsu. So, den hängen wir jetzt hier dran. Kommt jetzt ein kleiner Wurm drauf und dann gucken wir erstmal, ob da nicht schon Fisch steht. Das ist der Köder. Da gucke ich jetzt wie gesagt erstmal, ob da nicht schon ein Standfisch steht. Ich gebe den Versuch jetzt so ungefähr 15-20 Minuten. Einfach mal gucken, ob hier vielleicht schon Fisch steht. Also am Köder war auf jeden Fall schon mal was. Mal einen neuen kleineren Wurm drauf. Kleinen Pendelwurf nach vorne. Gucken wir noch mal. Also rumzupfen am Wurm tut er auf jeden Fall was, aber das scheint nichts Ordentliches zu sein. Ja, also wir haben auf jeden Fall Fische auf dem Platz, trotz dass ich noch nicht vorgefüttert habe. Aber so richtig nehmen sie den nicht. Also der Biss, der war gerade schon richtig gut. Ich bin mit der Route schon mitgegangen. Also nehmen wollte er ihn trotzdem nicht. Immer mal wieder Kleinfische, die da rumrupfen. Du bist also gerade mit der Rutenspitze so ein bisschen nach rechts mitgegangen, ne? Ja, das war so ein Gedanke von mir. Ich hatte vorhin auch schon mal einen guten Anfasser. Also sofort wieder losgelassen. Ich bin jetzt hier mit der Rutenspitze einmal so entgegengekommen, damit er nicht so viel spürt, aber hat er trotzdem nicht geholfen. Dann macht sich natürlich auch diese EVA-Auflage bezahlt, ne? Da hast Oh ja, du so nach links und rechts so ein bisschen ein paar Zentimeter einfach Platz, wo du immer wieder ablegen kannst. Ne? Genau, das wäre jetzt bei so einer geriffelten Auflage, wo so diese Lücken immer zwischen sind. Wäre dann nicht so gut gewesen. Ja. Also, praktisch. Er wird das ja mal rucken.
Dafür sind die eigentlich ganz cool. So, die Taktik hat nicht funktioniert. Also wir haben noch keine Standfische gefangen. Es sind auf jeden Fall viele Kleinfische da. Und noch ein, zwei schon ein richtig guter Anfasser. Ich mache jetzt einen Korb dran, baue mir jetzt einen kleinen Futterplatz auf. Ja, und dann mal gucken, ob ich damit einen größeren Fisch überlisten kann. Lass diese Taktik aber nicht außer Acht. Also das kann wirklich mal echt einen Bonusfisch bringen. Wenn man einmal die Stelle hier einfach mit so einem Birnblei einfach mal abtastet. Einen dicken Wurm dran. Wenn da jetzt ein großer Fisch steht und ich hätte direkt schon 3, 4 Körbe reingeknallt, dann wäre er natürlich weg. Ja, aber ich probiere es. Das hat jetzt nicht gebracht. Genau, ich mache jetzt einen Futterkorb dran. Einen kleineren Haken kommt drauf mit Maden. Dann gucke ich jetzt erstmal, was da für Fische da sind. Das ist hier von meinem Futterpartner. Von Fischmix habe ich ein Futter. Das ist das Brassen NL. Genau, damit habe ich schon gute Erfahrungen hier gemacht. Wir haben hier kleine und große Fische. So ein Zwischending gibt es ja gar nicht. Und um jetzt hier nicht haufenweise Kleinfische zu fangen, probiere ich mit den Würmern jetzt so ein bisschen die Kleinfische wegzuselektieren. Genau, ich schnibbel die mir jetzt und dann packen wir die hier so in eine kleine Schale. Das ist einfach so eine Mini-Madendose. Da schneide ich jetzt mir hier die Würmer einmal zurecht. Die packe ich mir jetzt mit ins Futter. Ich habe das Futter bewusst etwas trockener gewählt. Die Würmer, die saften nämlich viel und die geben dem Futter dann noch mal ein bisschen Feuchtigkeit. Hat man das Futter zu nass schon, plus dass man dann noch die Würmer mit beigibt, wird das sehr schnell unfischbar. Also das löst sich dann nicht mehr aus dem Korb raus, wird dann einfach viel zu nass. Ich habe hier den Busch. Hinter dem Busch ist still. Also da ist die Strömung, die wird von dem Busch aufgebremst. Und wir haben jetzt hier so eine Strömungskante, so eine Mini. Da mache ich meinen Futterplatz hin. Ich mache hier auch gar keinen Schnurclip rein. Ich mache die ganze Zeit einfache Pendelwürfe. Genau. Sind ja nur 4 Meter auf Deutsch gesagt, ne? Ja, genau. Auch noch so ein bisschen. Ja. Jetzt warte ich ein bisschen, bis sich das Futter ein bisschen aus dem Korb löst. Mit einem kleinen Schlägen in der Rute kriegt das Futter raus. Ja. Ja, Korb ist leer, Futter ist drin. Machen wir jetzt so zweimal und dann kommt ein Haken dran. So, ich habe jetzt 3 Körbe vorgefüttert. Ich lasse das jetzt ein bisschen wirken. Ich wollte nämlich jetzt heute noch mal eine Zweitroute aufbauen. Ich werde jetzt hinter dem Platz mit meinem Futterplatz angeln und hinter dem Busch werde ich mit dem Futterplatz angeln und vor dem Busch werde ich noch meine Route einfach mit dem Birnblei hinlegen, so wie die Taktik gerade. Einfach da noch mal da hinten hinlegen. Lege ich mir da hinten hin die Route, dann habe ich ein bisschen im Augenwinkel. Ja, um dann noch mal vielleicht noch so einen Bonusfisch dann zu kriegen. Einfach Plumpsangeln, ne? Ja, Plumpsangeln, das ganz einfache Angeln. Direkt schon einen Biss gehabt. Ja. Oh Jannik, jetzt muss mir den Kescher geben. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Die lag doch gerade. Die lag ausgeschmissen sofort. Und Jannik, ich glaube, das ist ein dicker Barsch. Der rupft richtig in der Rute. Ich denke, das ist ein dicker Barsch. Ein richtig dicker Barsch. Oh, jo. Oh ja, da kommt er. Leute. Ja, eingetütet. Jannik. Wahnsinn. Die Barsche meinte ich vorhin. Boah, Jannik, das ist eine richtige Kugel. Hammer. Ey, in diesem kleinen Gewässer hier. Solche Kugeln. Und ich habe ausgeschmissen, wollte die Rute gerade liegen lassen und ich so, nee, da rupft schon was. Ja, direkt vor die Nase geschmissen, ne? Boah, hol mal raus. Den hol ich raus. Guckt euch diese Kugel an. Diese Murmel. Hammer. Was wird er haben, Jannik? Ich schätze 42. 42? Ich hätte jetzt auch so gesagt. Ich würde sagen, den tun wir schnell wieder rein. Auf jeden Fall. Der hat so eine Wampe, der steht voll im Laich. Das ist ein wichtiger Fisch hier fürs Gewässer. Petri, hi. Petri, Oliver. Dank. Wahnsinn. Und man hat einfach auf die Zweitroute ohne Futter, Birnblei mit Wurm. Stark. Na, wenn man sich hier so einen Hotspot raussucht, braucht man nicht viel. Taktik hat einmal funktioniert. Probieren wir das nochmal. Ich lege die Route da einfach wieder hin. Ich denke nicht, dass da sofort wieder einer kommt. Naja, möglich ist alles. Schmeiße ich jetzt hier einfach wieder an die Erfolgsstelle. Barsche sind oft im Schwarm unterwegs. So. Ich habe hier die Haken von Gamakatsu, die Riverfeeder sind das, glaube ich. Die haben ein meterlanges Vorfach. Brauche ich hier nicht. Ich kürze sie jetzt so runter auf, was sind das, 60 cm. Ich fische jetzt auch die Hakengröße 16. Fange jetzt auch erstmal mit Maden an. Leute, hört euch das echt mal an hier, dieses
Dieses Frühlingsfest der Volksmusik hier in den Bäumen. Den Specht haben wir am Machen. Ganz viel Vogelgezwitscher. Ja, die Natur erwacht. So lange haben wir jetzt Frühling. Das ist ja echt ein Orchester. Ich weiß noch, vor 5 Tagen habe ich geguckt. Wir hatten ja heute den Dreh geplant. Sollte es regnen. Aber das sieht nicht nach Regen aus. Das ist tolles Frühlingswetter. Brauchen wir nur noch eine kleine Beachbar hier. Ja, ich glaube, so warm ist es jetzt auch noch nicht. Gucken, vielleicht gibt es ja im Sommer noch einen Film in Badehose. Ja, Kannst du gar nicht, glaube ich, den Leuten gar nicht zeigen. Wieso nicht? Wie nennen wir den Streifen dann? Wie heißt der Film nochmal? Baywatch? Baywatch am Angeln. Weiß ich nicht. Harte Kerle, krumme Ruten. Oh Gott. Oh ja. So Leute, jetzt zupft hier wieder was an der Rute. Ich kann den Futterplatz gar nicht richtig aufbauen. Ah ja. Ja, nächster Fisch. Wieder auf die passive Route. Ja, wieder was Gutes. Ist ja richtig hochgewandert, was? Nee, ich hatte die hier hingeschmissen. Ich hatte einmal umgelegt, die Route. Nicht unterm Busch, sondern weiter da. Janek ist wieder ein geiler Barsch. Janek, guck ihn dir an. Ich brauche nochmal den Kescher, Janek. Sag doch noch, Janek, hol mir den Kescher. Janek, hol mir den Kescher. Zack, zack. Ich bin auch nur für eine Sache mit. Janek, der ist noch fetter als der erste. Ich bin auch nur. Pass, jetzt will ich aber Kescher. Ja, Kescher, du mal. Oh, Aber der ist noch nicht fertig, der ist noch nicht fertig. Multitaskingfähig. Ach, guck dir die mal an, die Dinger, du. Du führst nur drüber. Ja, warte, der ist noch nicht ganz fertig. Den wollen wir hier auch nicht verlieren, du. So. Zack, eingetütet. Janik, was sind das für geile Fische hier? Weißt du, da ärgert sich mein Futterhändler. Ich kann auch nicht mal sagen, sein Futter hat heute gefangen, denn das benutze ich gar nicht. Ich bin mit dir hingefahren, du sagst, du willst mir hier ein paar Weißfische fangen Ja. für den Kresserdöschern-Kanal. Was fängst du wieder? Nur dicke Barsche. Ja, Janik, ich glaube, ich muss mich umorientieren. Das ist eine Frechheit. Das macht heute auch so Bock. Weißt du, wir kommen hier hin, ich will dir sagen, so, yo, wir fangen hier heute richtig dicke Weißfische. Aber hier auf dem Fiederplatz, da will sich einfach nichts drauf einstellen. Ich habe auch schon ein bisschen Spot-Lokalisation gemacht da vorne. Ein bisschen geguckt, vielleicht sehe ich da ein paar Brassen. Aber bis jetzt ist noch tot. Aber wir haben auch gerade Mittag. Ich glaube, Mittag ist immer hier Beißpause. Das spielt was. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's ja nicht. Hat sich doch noch einer auf den Platz eingestellt. Oh, was dickes. So, den will ich nicht verlieren. Ich mache ein bisschen vorsichtig. Ist so wenig Fischaktivität heute. Den will ich euch noch vor die Kamera halten. Schöner Brassen. Richtig schöner Brassen. Wahnsinn. Nee. Ein Barsch. Wieder ein Barsch. Was? Das gibt's doch nicht. Wieder so eine Bombe. Was ist das denn? Was für eine Heute ist Barscheskalation. Barschtag. Janik, schreib mal den Chef an. Ich glaube, ich werde Raubfischangler. Ja, genau. Kannst du bei Stroh auch ein bisschen aushelfen bei uns? Scheiße. Was ist denn heute los? Der ist ja noch fetter. Das ist, glaube ich, der dickste für heute. Stellt hier noch richtig schön die Flossen auf. Wahnsinn. Was für Trümmer. Alter Falter. Hier, warte, ich zeige euch nochmal den Bauch. Der steht voll im Laich. Alter Falter. Der hat ein ganz ganz besonderen Kopf hat der. Ja, der ist irgendwie ein bisschen kleiner, der Kopf, als sonst. Ne? Bulldogge ist das. Aber was hat der für eine Länge? 45? Ja. Leute, ich verabschiede mich mit diesem Fisch von euch. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wir haben tolle Barsche gefangen. Ja, Plan war heute Brassen zu fangen. Ja, manchmal kommt es anders wie geplant. Ne? Aber ich will gar nicht meckern. Wunderschöne Fische. Und ihr seht, aus so einem kleinen Fluss. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert den Kanal. Dann seht ihr dann nächsten Videos auf jeden Fall hier auf YouTube. Wieder so schöne gestreifte Brassen, ne? Beim nächsten Genau, gestreifte Brassen. Mal. Mach's Aber gut. schon mit Karpfengröße hier. Mach's gut, ciao. Ciao.